Weiter geht's bei Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir sind bei der göttlichen Gesellschaft beim Guru und wollen ihn jetzt ein wenig ausfragen. Fangen wir mit dem Umsehen an. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Okay, bereit. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Trevan der Gottkönig. Our God King's name is Trewan, Green Grand Mystic. Oh la, good, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Okay, weiter. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Fragen wir doch mal. Na, das Kew Gardens Symbol. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search? Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Untersuchen wir ihn noch mal kurz. Was können wir finden? Ein Tattoo. Aha. Die Hände schwelen an den Fingern. Und was finden wir noch? Oh. Handverletzung, Säureverbrennung, Chemieerfahrung. Okay. Es wird interessant. Es wird sehr interessant. Well, we will leave you to your meditation. Okay, jetzt gehen wir kurz. Wir haben neue Sachen. So, göttliche Gesellschaft hat gestohlen, tödliche Pflanzen gestohlen. Aha, Sekte stahl alles. Die göttliche Gesellschaft stahl alle Pflanzen, auch die tödlichen. Sie können die eingesetzten Montige dann zu ermordet zu haben. Teilweise Diebstahl. Die göttliche Gesellschaft stahl nach der Ausstellung alle Pflanzen, bis auf die tödlichen. Da müssen wir nochmal schauen. Haben wir weitere Sachen? Nein. Okay. Das lassen wir nochmal offen. Jetzt gehen wir erstmal ins Haus rein und schauen mal, was es da so zu entdecken gibt. Wir haben ja schon die... Ja, Tür auf. Wir haben ja schon etwas gefunden. So, was können wir hier finden? Hier sollten wir einen interessanten Dünger finden, hat er uns gesagt. Drogentisch. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. Lecker. This is rather delicious.
and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind wir jetzt im Drogenrausch hier? Oder was ist jetzt hier? So, was finden wir noch? Was finden wir hier? This must be Triwan, the divine syndicate's god. Aha, das ist Triwan. Hier haben wir noch eine Tür. Jetzt sprechen wir erst mit der Person da in der Mitte. Wen haben wir denn da? Ah, Osmosis and Photosynthesis. Okay. Gehen wir mal durch diese Tür. Was finden wir hier? Hier finden wir viele, viele tolle Pflanzen. Ein Käfig. Öffnen wir da kurz die Käfigtür und finden... Oh, Raupen. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Upp, mitgenommen. Sehr gut. Was können wir hier noch finden? Noch ein Käfig. A tropical plant. Nothing of interest. Was haben wir hier? A tropical plant. Nothing of interest. Okay, das ist uninteressant. Schauen wir weiter. Noch ein Käfig. A tropical plant. Nothing of interest. Okay, und hier? A tropical plant. Nothing of interest. Alles uninteressante Pflanzen. Ja, vielleicht hier. A tropical plant. Nothing of interest. Alles uninteressant. Und hier? A tropical plant. Nothing of interest. Nee, alles uninteressante Pflanzen. Das gibt's doch nicht. Noch mehr Blumenkäfig. These 3 plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Pup, einfach alle mitnehmen. Sehr gut. Nehmen wir sie mit. Finden wir hier sonst noch irgendwas? Ich glaube, erstmal war es das hier. Geheimnis der Sekte abgeschlossen. Cool. B, was finden wir hier? Verschwundene tödliche Pflanzen und verdächtige Zutaten, Vergiftung, Missbrauchsstudium, nein. Okay. Na, Moment. Verdächtige Zutaten, Vergiftung. Oh. Was haben wir hier? Mit Pflanzen experimentieren. Führen Sie Experimente an tödlichen Pflanzen durch, bei denen Sie Alkaloid und die Raupen benutzen. Okay, also müssen wir nochmal zum Experimentiertisch. Okay, aber vorher gehen wir kurz hier rüber. This door is locked, but I can try to open it. Natürlich, öffnen wir das. Gerne doch. Okay, was für ein Schloss haben wir hier? Wieder Schlösser zum Verschieben. Fangen wir wieder mal auf der linken Seite an. Hier sehen wir schon... Hallo? Achso, wechseln. Den hätte ich gerne. So. Und dann bitte diesen hier hin. Ah, nein. Jetzt müssen wir nur noch den Teil zum Verschieben finden. Hier können wir verschieben. Okay. Hier können wir das dann nochmal so verschieben, dass es eventuell besser zusammenpasst. Dann schieben wir es so zusammen. So, dann geht es da lang, da lang, da lang, da lang. Was ist denn hier jetzt noch falsch? Hier ist es noch... Da passt noch nicht zusammen. Der Teil hier passt noch nicht. So, wie kann das hier noch zusammenpassen? So zum Beispiel. Nee, so passt es nicht. Oh, das war der falsche. Nein, komm schon. So. Den hier hätte ich gern gedreht. So, dass es zusammenpasst. So, auch nicht. So eventuell. Nein. So nicht. So. Auch nicht. Wie passt es denn hier zusammen? So eventuell. Ja, das war's. Und da ist das Schloss offen. Gehen wir doch mal rein. Wo sind wir hier? Im Allerheiligsten. Beziehungsweise wahrscheinlich gleich im Chemielabor. These instruments are used for smoking opium. Oh, Opium. Lecker, lecker. Gehst du wohl
Gehst du wohl? Willst du wohl gehen? So, was haben wir hier? Chemikalienschrank. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Okay, finden wir noch was anderes hier? This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. Aha. Noch interessante Sachen. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Okay, jetzt würde ich doch sagen, wir könnten mal führen Sie ein Experiment durch. Ja, das werden wir jetzt auch tun. Wir fahren wieder in die Baker Street und führen da das Experiment durch. Damit wir dann herausfinden, welche tödliche Pflanze verwendet wurde. Und dann sollten wir der Lösung des Falls doch relativ nahe kommen, würde ich sagen. So langsam wird der Nebel lichter. Wir können dann wahrscheinlich bald den Mörder überführen. Ich bin gespannt, wie ich so gerne sage. Neue Herleitung haben wir, glaube ich, nicht. Jetzt fahren wir erstmal fort und gehen zu unserem Experimentiertisch. Schnell, schnell, schnell. Aber hier hin. Und was finden wir da heraus? I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Okay. Womit fangen wir an? Wir nehmen etwas von der Pflanze. Ne, das hilft uns nicht wirklich. Okay. Was machen wir denn jetzt hier? Was ist jetzt unsere Aufgabe? Raupen. Gehen wir mal Raupen drauf. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. Aha, wenn wir Alkaloid drüber geben. Passiert nichts. Okay, geben wir hier mal Alkaloid drauf. Mag sie auch nicht. Oh. Ah, das habe ich gerade weggeklickt, das war schlecht. Und hier geht die Pflanze It appears auf. to open after being soaked with alkaloid. Okay, jetzt gebe ich mal eine Raupe drauf. Mal gucken, was dann passiert. Oh. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Okay. Dann würde ich doch sagen, wir nehmen mal diese Pflanze und tauschen sie mit der. Dann öffnen wir sie mit Alkaloid. Sie ist It geöffnet. appears to open after being soaked with alkaloid. Und jetzt gehen wir da mal Alkaloid drauf, dann schwirft die da nicht mit Dingern um sich. War es das? War es This das? plant becomes inactive after being drenched Okay. with alkaloid. Okay, dann war es das nicht. Dann waren es die Raupen, glaube ich. Dann packen wir hier mal Raupen drauf. Und dann schießt sie nämlich um sich. Und dann kommt eine richtig schöne Wolke raus. Oh ja, oh ja, oh ja. Toxic gas with spores. Extraordinary. Oho. Wir haben die tödliche Pflanze gefunden. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Okay, auf zu Kew Gardens. Das werden wir tun. Kew Gardens. Auf dem Weg sehen wir uns nochmal die Herleitung an. Moment, die finden wir hier. So,
verschwundene tödliche Pflanzen, tödliche Präzision. Was haben wir hier? Mordplan der Sekte. Die göttliche Gesellschaft ließ die tödlichen Pflanzen in Kew Gardens, um später in Montagues dann später Zeit. Nein, die Sekte ist, glaube ich, in den Mord nicht verwickelt. Würde auch bedeuten, dass die nur teilweise gestohlen haben, die stahlen bis auf die tödlichen. Das stimmt ja nicht unbedingt. Die Sekte stahl ja alles. Die tödlichen Pflanzen waren ja da. Ungewöhnlich. Ich mach's mal so, mal gucken, was dann passiert. Es passiert erstmal nichts. Okay. Fortfahren. Da sind wir auch schon. Dann fragen wir doch mal hier ein wenig rum. Mr. Hamish, was haben Sie zu sagen? Was passierte vor? Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. Was machte sie an dem... What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Okay, fragen wir mal den Albert, was er dazu sagt. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa, something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. Was machten die anderen? And Mr. Hamish and Miss White? What were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Okay, jetzt müssen wir noch Mr. und Miss White befragen, was sie dazu sagt. Okay. Ich gehe noch mal kurz hier durch. Von dem Fenster aus konnte man doch alles wunderbar sehen, oder? Nein, das wollte ich gerade nicht sehen. Das Fenster... Nein, bitte nicht. Gib's doch her. So, ich hätte gerne das Fenster. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Okay, das finde ich schon mal... Das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Gehen wir mal kurz hier durch, um die Miss White zu suchen. Die ist natürlich noch ein paar Räume weiter, beziehungsweise hier raus. Und dann hier rein. Und Miss White. Der Tag von Dunns Tod. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. Zeitpunkt des Todes. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house.
I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. Ihre Aufzeichnung. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Einige Zeit später. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Okay, jetzt gehen wir noch mal kurz mit F hier rein und schauen noch mal kurz. Aus dem Raum fliehen wäre der erste Teil der Sequenz. Moment, na, wir gehen mal kurz hier rein. Gibt es hier noch was anderes zu sehen? Oh, hier gibt es noch was anderes zu sehen. Spuren. Moment. Wir setzen mal die Sequenz zurück. Als erstes atmet er die Sporen ein, würde ich sagen. Danach flieht er aus dem Raum. Das wäre Nummer 2. Was ist denn jetzt hier noch weiter zu finden? Was gibt es denn hier noch? Aha. Finde ich hier noch etwas anderes? Sequenz ansehen. Ja. Dann fällt er hier hin und will dann die Türen öffnen. Die Tür ist geschlossen und dann fällt er raus. Und das müsste eigentlich so sein, wie es passiert ist. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Okay. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Okay. These windows were perfectly cleaned. Okay. Soll ich hier sonst etwas finden? Oh. The smell is strong. It is a detergent. Ja, wir hatten die eigentlich alle schon untersucht, oder habe ich das falsch? Nein. Beschädigtes Ding, Tür, Fußspuren, zerbrochener Topf. Wir hatten hier doch schon alles gefunden, oder nicht? Oh. Jetzt würde ich aber mal sagen, ja, okay. Die Fensterscheiben. Was übersehe ich hier gerade? Okay, wie soll das ganze Ding aktivieren? Würde ich doch sagen, dann gehe ich mal kurz raus. Zu der Position, wo ich glaube, dass es aktiviert wurde. Denn das wäre ja ein ganz bestimmter Ort, von dem aus man das Ganze beobachten kann. Und da gibt es ja eigentlich nur einen einzigen Ort, wo das geht. Tür auf. Wenn ich jetzt hier nochmal das T drücke, was passiert dann? We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Aha. Und jetzt gehen wir doch mal dahin. Das sieht doch sehr stark danach aus, als ob man das hier aktivieren könnte. T. Kann ich hier... This is one of the outlets of the ventilation system. Ja, aber kann ich das jetzt hier aktivieren in der Art und Weise? Ich meine, da ist ja ein Schalter, aber wie kann ich den aktivieren? We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Ja, ist schön und gut, aber wie kann ich jetzt hier das Ding einschalten? Muss ich erst... muss ich erst hinten die Geschichte einschalten? Kann das sein? Ich mache mal das T aus.
Ich muss vermutlich erst hinten im Garten das gesamte System aktivieren. Das kann natürlich sein. Und ich soll hier das Ding wahrscheinlich immer weiter verfolgen. Genau dorthin. Da soll ich hin. Das ist es vermutlich. Okay, dann starten wir mal die Geschichte. Before starting the engine, I need to enable the power supply. Okay, also Power. The power is on. The engine cannot be started whilst the transmission is active. Okay, also Transmission aus. Start The on. engine has started. Transmission on. The ventilation system is working. Okay, und dann gehen wir jetzt mal wieder zu dem Punkt, an dem ich vorhin war. Denn von da aus kann man natürlich dann das wunderbar sehen. Hier läuft das Ventilation System lang. Hier läuft es weiter. Machen wir hier mal kurz die Tür auf. Und gehen nochmal einmal hier rüber. Hier sehen wir das System, das sollte eigentlich hier lang laufen. Da läuft es weiter. Und eben dort ist der Schalter. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Okay, wir sollen den anderen noch aktivieren. Der ist wahrscheinlich bei der... was ist jetzt passiert? Nein, lauf. Wir müssen noch bei der Miss White drüben die Ventilation aktivieren, wie es scheint. Gehen wir hier mal rüber. Dort. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. Okay. Gehen wir doch zu Mr. Watson. Oder bringt uns automatisch dorthin. It works perfectly, Holmes. Ja. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out. By activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Gottes Willen. Jetzt wird's richtig. Es müssten beide aktiviert worden sein. Meine Güte, das kann ja jetzt richtig interessant werden. Okay, Belüftungssystem wurde genutzt. Tödliche Präzision. Was haben wir hier? Hamishs Gelegenheit. Martin Hamish hatte die Gelegenheit. Hamish ist schuldig, wäre dann die Auswahl. Das führt zu Hamish verhaften lassen. Jetzt haben wir aber hier noch eine ganze Menge nicht untersucht. Okay. Miss Whites Studium und tödliche Präzision. Was haben wir hier? White ist unerfahren. Das botanische Wissen, das Miss White angeeignet hat, reicht womöglich nicht aus, um korrekte Reaktionen zu reagieren. Gehen wir mal kurz hier hin. Das passt aber dann nicht zusammen. Okay. Wir machen White ist unerfahren. Dann passt es alles zusammen. Jetzt haben wir immer noch tödliche Präzision und Alberts Ambitionen. Ich glaube aber, Albert ist auch unerfahren. Ich glaube, es ist wirklich der Hamish, der hier die Geschichte veranstaltet hat. Und dementsprechend sollten wir Mr. Hamish verhaften Let's go to Scotland Yard. Ja, ich lege mich jetzt mal darauf fest. Wir haben eigentlich alles gefunden, wenn ich es richtig habe. Ja. Finden Sie heraus, wer Montague dann ermordet hat. Wir finden hier hinten nochmal den Mr. Miyagi-Verschnitt. Das heißt, wir fahren jetzt zum Scotland Yard und sagen dem lieben Inspektor Lastrade, wie es abgelaufen ist. Das sollte die Lösung sein, also meiner Meinung nach. Schauen wir mal, ob das stimmt. Ich bin echt gespannt, ob das richtig ist. Ich glaube wirklich, es war der Mr. Hamish. Ich bin mir da wirklich relativ sicher. Muss ich ehrlich sagen. So. Wo ist Inspektor Lastrade? Wo sind Sie, Mr. Lastrade? Komm schon. Hallo. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn.
Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Okay, dann schauen wir mal. Einige Zeit später. Wir fahren wahrscheinlich wieder nach Kew Gardens und schauen da mal, wie es abgelaufen ist, ob das abgelaufen ist, was da immer passiert ist. Dann schauen wir mal, ob das richtig war, was wir hier veranstaltet haben. Ich bin sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen. Was ist da gelaufen? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir unschlüssig, ob das jetzt wirklich richtig ist. Die Möglichkeiten sind einfach viel zu groß. Es gibt so viele Verdächtige, es könnten alle gewesen sein. Nur bei Albert sage ich, der hatte nicht das mögliche Fachwissen, um das durchzuführen. Von daher glaube ich wirklich, es ist der Hamish gewesen. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Okay. Hamish festnehmen lassen, abgeschlossen. Er ist im großen Gewächshaus. Dann gehen wir da nochmal hin. Das ist hier im Moment, welches war nochmal das große Gewächshaus? Schau mal. Ja, das ist hier. Hier ist das große Gewächshaus, da wollen wir hin. Dann gehen wir da nochmal rein. So. Wir haben ihn festnehmen lassen. Tür auf. Hier ist er nicht. Tür auf. Weiter geht's. Ah, da ist er. Oh! My God! Yes. We found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Wow. Das ist heftig. Okay, untersuchen wir mal die Leiche. Heilige Mutter Gottes. Ein Brief. Mein Leben ist mittlerweile die Hölle. Es ist nicht zu ertragen. Dann hat es verdient zu sterben. Aber ich kann mir nicht verzeihen, dass sein Blut an meinen Händen klebt. Wir von der Familie Hamish sind immer Opfer unserer Umstände geworden und ich selbst bilde da keine Ausnahme. Ich muss für meine Sünde büßen und das werde ich jetzt auch tun. Oh mein Gott. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Meine Güte. Die Füße, was finden wir da? Können wir da noch irgendwas finden? Hier? Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Okay. Heißt, wir gehen mal kurz in die Schlussfolgerung. Klumpfuß und Hamishs Geständnis. Passt das hier dazu? Handelte Hamish alleine? Martin Hamish konnte aufgrund der Torbia-Torsion aus seinem nicht rennen. Von daher sollten wir herausfinden, ob er genug Zeit hatte, die Tür zum Kolonialhaus abzuschließen und das Belüftungssystem zu aktivieren. Hatte er vielleicht einen Komplizen? Mit Lastrade reden. Okay. Wir sollten mit Mr. Lastrade reden. Ich würde aber sagen, den Abschluss des Falls verlegen wir dann in die nächste Folge hier bei Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir sehen uns. Es wird mit Sicherheit spannend. Bis dahin. Ciao.